Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. In meinem heutigen Video geht es darum, wie ich den Keller hier bei mir im Haus weiter trockenlege, indem ich eine neue Horizontalsperre einbaue, und zwar mit einer Creme. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Zeug in die Wand reinbekomme und ob das überhaupt funktioniert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Der Raum, den ihr hinter mir seht, gehört zu einem Haus, was 1900 gebaut worden ist. Hier gibt es kein massives Fundament, hier wurde noch direkt in die Erde gebaut. Ich habe in der Vergangenheit um das Haus herum eine Drainage verlegt und nach sind die Wände auch ausgetrocknet. Hier relativ gut, denn der Keller ist ebenerdig. Aber ihr seht, die Wände, die ich hier freigelegt habe, weisen doch Feuchtigkeitsschäden auf. Die Wände kristallisieren, sie salzen aus, weil die Feuchtigkeit, die noch aus dem Keller nach oben steigt, bzw. aus dem Erdreich nach oben steigt, hier im Raum verdunstet und die Salze verbleiben natürlich in der Wand. Ich habe hier speziellen Sanierputz aufgebracht. Die Farbe ist spezielle Feuchtigkeitsfarbe, der Raum wird ordentlich gelüftet. Ich habe grundsätzlich keine Probleme mit Schimmel und ähnlichem, aber ich möchte das Ganze doch etwas wohnlicher gestalten. Wie ihr hier sehen könnt, platzt das Ganze natürlich auf. Wenn ich mit der Hand herüberfahre, fällt der Putz bzw. die Farbe herunter. Das sieht einfach nicht schön aus, und um einfach mal zu testen, lohnt sich hier eine Sanierung. Wie hoch ist denn überhaupt die Feuchtigkeit? Bietet es sich an, das Ganze einfach mal nachzumessen. Hierfür habe ich mir ein Messgerät besorgt. Das ist relativ einfach in der Handhabung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich schalte das Gerät ein. Ihr habt ein Farbdisplay laufen. Einmal auf den oberen Knopf zur Kalibrierung und schon kann ich direkt die Wände ausmessen, indem ich das Ganze einfach nur an die Wand halte, und ihr seht, mit knapp 40% Feuchtigkeit ist das Ganze im mittleren Bereich, wie man hier sehen kann. Wenn ich nun aber weiter nach unten gehe, hier wo die Salze ausblühen, geht der Bereich schon deutlich nach oben. Auch hier, wo das Ganze deutlich schlimmer ausschaut, bin ich bereits bei 52%. An der Stelle muss ich dazu sagen, wir haben Anfang Januar. Es hat die letzten 2 Monate mehr oder weniger kontinuierlich durchgeregnet. Im Sommer sehen diese Werte natürlich deutlich besser aus. Dennoch ist das natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass das Ganze hier abplatzt, nicht mehr so schön aussieht. Aus diesem Grund möchte ich hier einfach etwas dagegen unternehmen, und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre. Das ist in dem Fall eine Creme, die sondert eine chemische Substanz ab, die in das Mauerwerk hinein wandert, dort aushärtet und eine hydrophobe Schicht bildet, sprich das Wasser kann da nicht mehr hindurch. Wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, wird wissen, dass ich das in den anderen Kellerräumen, die weit unter der Erde sind, bereits getan habe, allerdings mit flüssigen Lösungen, die man reinlaufen lässt, über einen Kanister, über einen Trichter. Ich habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Laufe der Zeit, doch hier möchte ich einfach mal diese Lösung ausprobieren. Wie funktioniert das Ganze? Relativ simpel. Ich suche mir hier unten ungefähr 10 bis 15 cm über dem Boden eine Lagerfuge. Das ist da, wo der Mörtel zwischen den Ziegelsteinen entlang läuft. Da werde ich mir den Putz zunächst freilegen dafür. Anschließend werde ich in dieser Lagerfuge im Abstand zwischen 10 und 12 cm Löcher bohren. Diese Löcher müssen so tief sein, dass sie bis 5 cm vor Ende der Wand reichen. Das ist relativ lang. Ich habe hier Wände zwischen 1 Meter Breite. Hier bin ich bei ungefähr 36 bzw. 48er Wänden. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn ich die Löcher gebohrt habe, werde ich anschließend mit einer Pistole diesen Schaum in die Löcher hineinspritzen, das Ganze anschließend versiegeln. Ich werde vorneweg eine Messung machen und werde dann in einer Woche, in einem Monat und so weiter eine weitere Messung machen. Ihr seht also auf jeden Fall das Video zu Ende schauen, um zu sehen, hat sich das Ganze gelohnt, ist die Feuchtigkeit in den Wänden und auch im Raum nach unten gegangen. An der Stelle, bevor ich loslege, jetzt wäre schon mal der Zeitpunkt, unter dem Video auf den Like-Button zu klicken. Das unterstützt mich und meinen Kanal, bringt mich voran. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze nachzumachen, alle Produkte, die ich hier verwende, verlinke ich euch unter dem Video. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für mich und meinen Kanal, um diese Projekte hier einfach zu finanzieren.
Genug Werbung gemacht, los geht's. Ich werde den Putz abklopfen und schon mal die Löcher vorbereiten. Ich habe den Putz hier an dieser Stelle freigelegt und auch relativ schnell die Lagerfuge in dieser Höhe gefunden. Die Steine sind perfekt in Waage gemauert, das bedeutet, ich kann mir auf die ganze Länge anzeichnen, wo sich diese Fuge befindet, um dort die Löcher hineinzubohren. Der Hersteller empfiehlt grundsätzlich, den Putz großflächig zu entfernen, bis 80 cm habe ich gelesen. Das liegt sicherlich auch daran, damit die Feuchtigkeit, die sich bereits im Mauerwerk befindet, besser verdunsten kann. Es kommt ja nichts Neues mehr nach, wenn alles perfekt läuft, aber die Feuchtigkeit ist nun mal schon in der Wand drin. Ich für meinen Teil bin dann doch der Pragmatiker. Diese Wände habe ich aufwendig verputzt. Jetzt beim Abklopfen habe ich auch bemerkt, der Putz ist richtig fest. Er blüht eben nur aus an der Oberfläche. Und aus diesem Grunde werde ich nicht das Mauerwerk freilegen, sondern werde mir die Höhe mit einer Waage anzeichnen und die Markierung für meine Bohrlöcher machen. Ich habe mir die Lagerfuge komplett an dieser Wand markiert. Habe mir im Abstand von 10 cm meine Bohrlöcher angezeichnet. 10 cm deswegen, weil ich mit einem 12er Bohrer diese Löcher einfügen werde. Um nun zu wissen, wie tief das Ganze in die Wand hineingehen soll, muss ich erst einmal herausfinden, welche Wandstärke ich hier auf dieser Seite vorliegen habe. Idealerweise kann man das Ganze in der Fensterleibung messen, indem man einfach dann am Fenster, am offenen Fenster, den Zollstock mal dran hält, mal schaut, wie weit die Wand nach außen geht. Dämmung, Vorblendung und dergleichen müssen natürlich vorneweg abgezogen werden. Bei mir ist es nicht ganz so einfach, da die Wände nicht gleichmäßig gemauert worden sind damals. Ich habe hier 36 cm, dort hinten ebenfalls 36. Auf der anderen Seite des Hauses bin ich schon bei über 1 Meter, allerdings nicht mit Ziegelmauerwerk. Ich habe mir bereits den Bohrer markiert, damit ich weiß, wie tief ich insgesamt hineinbohren kann. Sprich 36er Wand, die ich hier habe, minus 5 cm Platz zur Außenseite, ergibt eine Bohrtiefe von 31 cm. Und diese 31 cm habe ich mir hier mit einem Klebeband markiert und kann nun die Löcher in die Wand einbohren, anschließend das Ganze aussaugen, damit kein Staub mehr drin ist, und danach kann ich diese Creme eindrücken. Fast 2 Stunden hat es gedauert, die Löcher in diese kleine Wand hineinzubohren. Warum? Die Wand war im hinteren Teil doch noch relativ feucht und der Bohrer hatte ganz schön zu tun, auf 31 cm Tiefe hineinzukommen. Ich habe zwischendurch die Löcher mit meinem Sauger einmal gereinigt und bin danach ein zweites Mal mit dem Bohrer rein, einfach um den Bohrstaub, speziell diesen feuchten, lehmartigen Bohrstaub hier rauszubekommen, um dann weiter bohren zu können. Im Moment überlege ich tatsächlich, dass ich die Löcher noch eine Weile offen lasse, um das Ganze ein bisschen schneller trocknen zu lassen. Allerdings möchte ich auch einfach diese Creme ausprobieren. Wie ist denn eure Meinung? Einfach mal die Löcher offen lassen, eine Art Lüftungssystem einzubauen oder die feuchte Wand nutzen und die Creme hineinbringen, um die Aktivierung dieser chemischen Stoffe zu optimieren? Schreibt mir unten unter das Video in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu zu sagen habt. Nichtsdestotrotz werde ich die Löcher nun füllen und habe hierzu schon ein wenig vorbereitet. Und zwar habe ich mir eine neue Pistole besorgt, die eben auch mit diesen Schläuchen, mit diesen Füllschläuchen arbeiten kann. Und damit ich das Ganze ordentlich in die Wand hineinbekomme, habe ich auf den Trichter, der vorne drauf war, mir ein Stück Schlauch drauf gemacht. Das Ganze einfach mit ein bisschen Feuerzeug festgeklebt. Dieser Schlauch stammt von einer alten Wasserwaage, also einer Schlauchwasserwaage. Der passt perfekt in meine Löcher hinein und ich bin gespannt, ob das Ganze auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde nun den Beutel einlegen, werde die Düse vorne an der Pistole montieren, den Beutel aufschneiden und dann kann das Ganze Loch für Loch für Loch hinein
gepresst werden. Anschließend sollen die Löcher ja direkt wieder verschlossen werden. Ich werde jetzt aber nicht beginnen, einen neuen Sack Zementmörtel, Sanierputz oder ähnliches zu besorgen, um hier irgendwo diese 20 Löcher zuzumachen, sondern ich mache es mir ganz einfach und habe mir einfach eine Tube Reparaturmörtel gekauft. Dieses Zeug ist wirklich top. Könnt ihr für kleine Reparaturen, für kleine Risse und Ähnlichem einfach mit der Kartuschenpistole auf die Stellen drauf tragen, glatt ziehen und dann seid ihr auch schon fertig. Doch genug geredet, jetzt geht's los. Ich bin echt gespannt, wie ich das Zeug dort reinbekomme. Gut 2 Wochen sind vergangen, seit ich auch die zweite Wand mit der Creme präpariert habe. Die Löcher haben sich ein klein wenig wieder geöffnet. Hier muss ich mit dem Zementspachtel ein weiteres Mal die Löcher verschließen. Doch hat sich das Ganze bisher schon gelohnt. Betrachte ich meinen Grafiken in meinem Home Assistant dann schon, denn die Luftfeuchtigkeit ist langsam aber stetig nach unten gegangen. Doch wie sieht es hier an der Wand aus? Kommt neue Feuchtigkeit hinterher? Oder verdunstet die Feuchtigkeit aus der Wand in den Raum hinein und die Wand wird irgendwann Stück für Stück so weit trocken, dass das Klima insgesamt deutlich besser wird. Wird Zeit, das Ganze mal auszumessen. Neben meinem Messgerät für die Wandfeuchte verwende ich auch Standgeräte von Tabo, die mir die Temperatur als auch die Feuchtigkeit der Luft anzeigen. Diese Geräte sind mit meinem Netzwerk verbunden und über meinen Home Assistant kann ich auslesen, wie sich die Werte entwickelt haben. Das ist schön, sagt mir aber nicht sehr viel aus, wie es sich in der Wand verhält. Aus diesem Grund mache ich jetzt einfach mal den Test und zwar hier an dieser Wand, denn ich habe mir die Werte, die damals beim Einbringen der Feuchtigkeit in der Wand geherrscht haben, die Feuchtigkeitswerte entsprechend direkt an der Wand markiert und kann jetzt einen 1:1 Vergleich schließen. Das Gerät einschalten, das Gerät kalibrieren und dann schaue ich einfach mal hier. Im Ursprung hatte ich hier eine Luftfeuchtigkeit, sage ich schon. Im Ursprung hatte ich hier eine Wandfeuchtigkeit von 63,3 und aktuell, ihr seht es hier unten auf der Maximalskala, 52,8. Das ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Wert. 78,7 im Original, aktuell 83. Hier ist der Wert ein wenig höher. Eine zweite Messung. Okay, hier bleibt es höher. 82,1 zu 58. Hier hat sich das Ganze deutlich verbessert und hier drüben sieht man schon schön, wie die Salze erneut ausblühen. 57,2, 56,6. Ein klein wenig ist auch hier die Feuchtigkeit in der Wand nach unten gegangen. Die Entwicklung an meiner blauen Wand hinter mir ist übrigens ganz ähnlich verlaufen. An den meisten Löchern ist die Wandfeuchtigkeit ein wenig nach unten gegangen. An 2 bis 3 Löchern ist sie aber auch leicht nach oben gegangen und ich vermute, es liegt daran, dass die Feuchtigkeit sich nach wie vor um die Bohrlöcher herum ausbreitet, wie man schön an den dunklen Ringen erkennen kann. Das ist die Feuchtigkeit, die aus dem Bohrloch heraus in die Wand expandiert und diese dort abschließt. Ob das Ganze mittelfristig, langfristig funktioniert, das kann ich euch heute noch nicht sagen. Mein 2-Wochen-Test verläuft auf jeden Fall positiv. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in einem Jahr aussieht, dann abonniert an der Stelle mit einem Klick auf Abonnieren meinen Kanal, denn ich habe vor, in ungefähr 12 Monaten ein Folgevideo zu produzieren, in dem ich ein 12-Monats-Fazit ziehe. Seid gespannt.
Freut euch auf dieses Video, freut euch drauf, euch mit mir auszutauschen, indem ihr zum Beispiel einfach unter dieses Video in die Kommentare schreibt, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, was könnt ihr mir empfehlen, welche Mittel verwendet ihr. Riesig freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr meinem Video ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat. Das bringt mich voran. Und wenn ihr vorhabt, diese Produkte ebenfalls einzusetzen und dabei meinen Kanal auch noch unterstützen wollt, dann schaut doch mal unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich alle Produkte, die ich hier verwende, verlinkt. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für meinen Kanal, für die vielen neuen Projekte, die ich noch vorhabe. Ich danke euch an der Stelle, freue mich schon auf das Folgevideo in ungefähr 12 Monaten und sage ciao, bis zum nächsten Mal.